Besser später als nie. Währenddessen auf den Main-Servern schon die ersten World Boss-Kämpfe durch sind und schon einige so ein paar Erfahrungen gesammelt haben und schon das Event eingeschätzt haben, ob es nun gut ist oder Müll ist, gehen wir einmal die Wartung des heutigen Tages durch, fangen an mit den Events anstatt der Patch Notes. Und zwar ab den 26. Oktober nach der Wartung heute, quasi ab jetzt, bis zum 9. November, also ganz 2 Wochen, geht das erste Event Halloween World Boss. During the event period, the World Event Boss will spawn randomly in the overworld. Ich glaube, randomly ist es nicht wirklich, also die folgen da schon einem Schema, wie sie gespawnt werden. Angefangen in Polaris, Polaris Süd ist der erste Boss, dann der zweite ist hier, der dritte war jetzt eben Tier gewesen. Da kommen wir auch dann noch zu ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe. Der nächste wird hier spawnen, oben bei La Wolf. Und dann werden, glaube ich, noch 2 hier spawnen, einer hier und einer hier bei Bang. Und dann fängt das Ganze wieder von da unten an. Also so ganz randomly ist das wohl nicht. Hier sehen wir auch noch ein paar Überreste. Gehen wir weiter im Text. These boss monsters have huge max HP and every player can participate in the boss raid regardless of level. These boss raids will occur on channel 2 on each server. Once a boss monster is defeated, a large amount of reward items will be dropped based on probability, and everyone who participated in the boss raid can acquire the items without ownership. Here are the details of the boss monsters item list, also der Drop Loot, den wir bekommen können. Da haben wir natürlich ein Level Limit auch irgendwo mit drin, also umso höher wir vom Level sind, umso bessere Rewards können wir bekommen. Ab Level 1 kann man Purple Cotton Candy oder allgemein die Cotton Candies und ein Halloween Ballon Box bekommen. Die Halloween Ballon Box hat aber nur 2% Wahrscheinlichkeit. Wenn wir Level 20 und drüber sind, dann bekommen wir schon ein paar leckerere, abgesehen von den Dungeon Coins, Power-Ups. Und hier haben wir sogar nochmal Level 20 mit One Day Score of Combined Party Effects, eine neue Rolle. Also anstatt 15 Tage oder 30 Tage haben wir einmal One Day, was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Schade, dass sowas nicht im Care Shop zu finden ist, aber da würde mich der Preis dann wahrscheinlich auch umhauen. Ansonsten haben wir hier ab Level 80 dann noch ein paar andere leckere Rewards wie S-Protect, Rolle, G-Protect, Scroll of Weapon Bonus. Devil Hairband habe ich einmal bekommen, sieht aber scheiße aus. Halloween Costume Box, Red Riding Hood Set, Pumpkin Weapon Skin Box und Reaper Weapon Skin Box. Sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Gerade die Reaper Weapon Skin Box. Allerdings ist nicht Clockwork Skin Box zurückgekommen. Da sind natürlich viele so ein bisschen enttäuscht. Macht das Ganze aber auch natürlich sehr rar jetzt, so richtig OG-mäßig schon die Clockwork Weapon Skin Box. Ansonsten haben wir noch, please note that the more you hit and deal damage on the boss monster in general, the chance to obtain items per categories increase, so the more you contribute, higher your personal drop rate becomes. Also a chance to get personal drops are independent to each player, unlike previous World Boss Events. Okay, also zu dem ganzen World Boss, was ich bis jetzt mitbekommen habe, man so zwischen 1 bis 3 Drops pro World Boss Monster bekommen aus dieser Liste. Klar, die Chance ist mit am höchsten, dass du halt irgendeinen von den Cotton Candy erwischst oder sowas. Aber ich muss sagen, bei den beiden World Boss Monster, die ich bis jetzt mitgemacht habe, bin ich mit meinen Drops recht zufrieden. Ne, tatsächlich habe ich schon bei 3 mitgemacht. 13, 16 und 19 habe ich mitgemacht, ja. Und ich habe einmal, glaube ich, was gedroppt beim ersten und bei den anderen beiden habe ich jeweils 3 Drops bekommen. Unter anderem Devil Hairband und dann hier sowas so, ich glaube eine Power Score war mit dabei, Vital Drink oder so war mit dabei. Also es ist okay. Also man muss halt nicht wirklich Power-Ups reinmachen, um wirklich Top DPSer zu sein. Das bringt dir halt nichts. Also einfach ganz normal raufhauen, sich buffen lassen. Vielleicht hast du eine Party mit Global Attack, Link Attack oder sowas. Und das reicht dann einfach von Anfang bis Ende durchhauen. Und wenn du da 2, 3 Goodies mit rausbekommst, hey, warum nicht? Also ich persönlich, viele sind enttäuscht, weil du jetzt nicht garantiert so ein Halloween Balloon Box bekommst, weil du nicht dies und das und jenes bekommst, weil keine Clockwork Weapon Skin Box drin sind.
Und weil Top-DPS sich nicht lohnt und so. Aber das sind doch genau die Kriterien gewesen, die wir letztes Mal ja eigentlich hatten, wo du zwanghaft mit X-Chars da warst, um die ganzen Goodies abzugreifen und so. Und jetzt finde ich, es ist einfach nur ein cooles Event, was du einfach nebenbei machen kannst. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn du 13 Uhr keine Zeit hast. Wenn du den ganzen Tag mal keine Zeit hast. Du verpasst nicht ultra krass was. Ja, du hättest an dem einen Tag, hättest du vielleicht auch eine One-Day Scroll of Combined Party Effects mitnehmen können. Aber das ist ja bei dem Event davor, das war ja schon richtig krampfhaft, weil da so viele Goodies waren, was du alles hättest mitnehmen sollen und müssen, weil es auch viel Wert hatte. Und jetzt sind die Sachen sowieso, glaube ich, auch alle seelengebunden. Also selbst wenn du so eine Reaper Weapon Skin Box droppst, musst du die für dich selbst benutzen, soweit wie ich es verstanden habe und gesehen habe. Ich würde sagen, also für mich persönlich ist es eine gute Verbesserung vom World Boss Event, auch wenn ich da vielleicht nicht der gleichen Meinung bin wie ihr. Kommen wir aber zum zweiten Event. During the event period you can obtain event items, Trick or Treat Token. Okay, also ganz normal bei Monster Hunten in der Entire World können wir diese Trick or Treat Token bekommen. Schade, dass es nicht in Dungeons zu droppen ist. As you gain 10 Trick or Treat Tokens, you can use it to play Lottery, or a Roulette tab will appear by double-clicking on a token. Also wir müssen auch, wenn wir 10 Token haben, da doppelklicken, wenn wir Level 20 und drüber sind. Und dann können wir einmal Roulette spielen. You will have a transformation effect that could transform into a pumpkin monster. You can return to normal. The same, you disable trans item if you choose to do so. If you get treat from the roulette, you can obtain a Halloween random box and can receive various rewards. Okay, also das Highlight da drin ist auf jeden Fall die Halloween Random Box. Und die sieht ehrlich auch ganz cool aus von den Rewards, die man hier so bekommen kann. Am besten wäre natürlich eine Smelting Scroll Box. Aber selbst Call of Velocity, Blinkwing, Madrigal, alles Sachen, die man auf jeden Fall mitnimmt und natürlich Soul Linked. Aber das ist auch in Ordnung. Please note that this roulette is only available up to 20 times a day and will be reset at zero server time. Okay. Ja. Ich finde, für mich persönlich jetzt auch nach den ersten Runs, die wir so hatten mit dem World Boss, bin ich da totally fine mit. Ist ein gutes Event. Besser als die davor, obwohl die davor auch nicht schlecht waren. Silver Abbott und das mit den W-Token, mit der Random Connect Box, die waren auch sehr gut. Das waren wieder gute Events. Halloween Event, der Halloween Pass ist auch sehr gut. Der geht einen ganzen Monat. Da haben wir 6 Missionen, 5 davon müssen wir machen, um alle Items abstauben zu können. Unter anderem haben wir als Rewards auch die Halloween Balloon Box. Für die sich jetzt die ganze Zeit denken, warum erwähne ich Halloween Balloon Box immer? Das ist ein Ballon, den du mit einer Ampli stacken kannst und dieser Ballon gewährt 50%. Wie eine Ampli, sozusagen hast du einen Doppelamp an und der hält 2 Stunden. Also du kannst sozusagen 2 Stunden mit 100% statt 50% Ampli leveln. Und das ist schon big. Für 500 F-Coins bekommen wir hier dann den Paid-Weg. Und unter anderem haben wir dann nochmal 8 Balloon-Box. Meiner Meinung nach lohnt sich das auf jeden Fall. 500 F-Coins, da haben wir auch noch S-Protex, G-Protex, Weapon-Bonus, Upcut-Stones, Weite Drink X oder Refresher World, wenn du nicht gerade ein Jester bist, weil der kann das eigentlich, glaube ich, schon gar nicht mehr sehen. Aber alle anderen Klassen können das mit Sicherheit gut gebrauchen. Und ansonsten haben wir am Wochenende, ab Freitag, den 27. Oktober, auch noch Enhanced Upgrade Muck. Gut, werde ich jetzt persönlich nicht nutzen nach FWC, weil selbst danach ist das immer noch nicht mal ansatzweise so gut. Und ich habe es auch nicht, die Raten hinzuschreiben, welches Upgrade-Level wie verstärkt ist und welche Rate. Das ist echt zum Kotzen, dass die einfach nur schreiben Enhanced Upgrade. Und dann ist es am Ende wahrscheinlich bei den höchsten Upgrade-Raten irgendwie um die 10 bis 11% oder sowas höher. Aber dass sie das hier nicht auflisten, ist eigentlich auch eine Frechheit. Kommen wir zu den Patch Notes. Und zwar haben wir jetzt Version 1.2.14 und die Bugfixes sind: Fix Power Swing Night Skill that could be used to move players during a short period after revival. Fix white squares sometimes appearing in the target information buff bar. Fix the wrong value in the description of Elixir of Flowing. So, okay, I don't know these.
Fix the wrong description of big red item in Japanese. Fix water position in some Saint Morning places. Reduced a bit the size of Pyramid Guardian Shield. Oh, alle wahrscheinlich am Ragen, die dieses Schild haben. Aber was ist kleiner? Verdammt. General Changes. Change the World Boss Drop Distribution System. Ja, haben sie auf jeden Fall geändert. Ist auch gut so. Man muss noch dazu sagen, es scheint so, als ob, wenn du Leeches nur dranhängst zum Mitfliegen, dass die auch Drops bekommen ins Inventar. Ich habe es noch nicht getestet, wie es ist, wenn du deren Inventar voll stackst, ob das und die Party auf Lead irgendwie umstellst, ob denn die anderen da auch alle Items, also ob du es alles auf Main stacken könntest, würde mich persönlich nicht überraschen. Aber gut. FWC titles are now account linked. Okay. Halloween event liked option is now turned off by default. Interessant. Eine Sache fehlt noch, die hier nicht gelistet ist. Und da gehen wir jetzt mal rein. Mal gucken, ob ihr den Unterschied merkt. Ja, wo sind wir hier? Und zwar in NVDepths. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Dungeons so aussieht, aber ich glaube, die anderen hatten auch nicht so einen Hardcore-Filter drauf wie NVDepths. NVDepths hatte ja so einen starken Blaufilter drauf gehabt, was auch ein bisschen annoying war, fand ich. Gerade wenn man versucht hat, Thumbnails zu machen und so in NVDepths, damals mit meiner ganzen NVDepths-Farm-Reihe und sowas alles. Da hätte ich mir das gewünscht, dass man das ausstellen könnte, die Option. Jetzt haben sie es komplett rausgenommen. Ja, für mich persönlich sieht es auch besser aus. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet. Man hätte es vielleicht optional machen können oder so einen leichten Blaufilter. Scheinbar haben sie es vielleicht ein bisschen wegen Coral Island eventuell angepasst. Ich weiß es nicht, I don't know. Weil jetzt hat es nämlich starke Vibes von Coral Island ohne diesen Blaufilter. Muss ich sagen, also es sieht halt jetzt aus wie Coral Island hier. Jetzt in der Vollständigkeit halber haben wir hier noch die Item Shop News. Und zwar haben wir ein Halloween Package mit 30% Discount. Da ist jetzt natürlich die Frage, da muss man gucken, das ist eventuell eine einmalige Gelegenheit. Ich will keine Werbung dafür machen und die Verkäufe steigern. Allerdings haben wir hier frecherweise Halloween Ballonbox, also anstatt dieses wie letztes Jahr, die an alle Spieler so ein bisschen so frei Hand zu verteilen und die stacken sich alle damit ein mit den Halloween-Ballons, haben wir dieses Jahr, dass die hauptsächlich fast hinter einer Paywall versteckt sind, die Halloween-Ballons, lassen sich scheinbar gut verkaufen. Und zwar haben wir sie hier drin, im Preview sehen wir, dass wir einmal Upcuts down, 20 Stück pro Box, 10 Actis, 20 Weiterdrinks oder Refresher holt, ein Pumpkin-Vendor, keine Ahnung, warum man den noch mit reingehauen hat. Wahrscheinlich, um dann den FCON-Preis zu drücken und Rabatt darauf zu schreiben, ohne wichtige Items zu reduzieren. Und halt Halloween-Ballonboxen, 10 Stück. Wie gesagt, die halten 2 Stunden, geben nochmal 50% extra EXP, Stackable mit Ampli. Krasses Ding. Muss jeder selber wissen. Wahrscheinlich eine einmalige Sache. Ansonsten haben wir dann ab morgen, also in wenigen Stunden könnte man das zeigen, haben wir da eine Halloween Enchant Package, Enchant Package A, B und ein Apothek Bundle. Pünktlich, wenn die Upgrade-Rate steigt mit einem Event vom Schmuck, kriegen wir natürlich nochmal ein Apothek Bundle rein. Aber gut, ansonsten haben wir noch tatsächlich ein relativ cooles, wenn man mich fragt, Speedset bekommen. Und die sehen wirklich sehr strong aus. Da ist sogar das 2% schon fast mit am besten. Das werde ich mir vielleicht noch einverleiben. Ansonsten, wie schon erwähnt, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren zum World Boss. Findet ihr das World Boss System jetzt so besser? Fandet ihr es letztes Jahr besser, wo das auch heavy abused wurde? Wo das Drama auch sehr, sehr groß war, dann die Mods, GMs in die Accounts reingehen mussten, um die ganzen Halloween-Ballons zu löschen, wo die Leute aber, die schon teilweise, glaube ich, über ein komplettes Wochenende oder noch länger schon geused haben und sowas alles. Ja, hier sieht man jetzt bei dem letzten Halloween-Boss habe ich auf einem Chart 3 bekommen, auf dem M habe ich 2 Charts bekommen. Ich habe sogar auf Alt-Accounts Sachen bekommen, die nicht aktiv teilgenommen haben. Kann man einen auch verurteilen, deswegen leider habe ich das System aber auch nicht entwickelt. Allerdings habe ich jetzt auf Homesick, der so mitgemacht hat, auf meinem Blade,
dem anderen 2 One-Day ja, Full-Party-Scrolls bekommen für nichts tun, was halt schon eine Sache ist, die man halt gerne mitnimmt. Gerade wenn man das jetzt auf 2 Wochen noch weiter rausrechnet, kann da schon ein bisschen was zusammenkommen. Ich finde es dennoch schade, dass sie es immer noch nicht dann scheinbar hinbekommen haben, das System ganz normal zu machen, dass man ganz normal teilnehmen muss, Schaden austeilen muss, um erst was zu bekommen. Hier scheint man schon wieder Sachen zu bekommen, ohne wirklich eine Beteiligung zu erlangen. Ja. Ansonsten freut mich natürlich für einen Daumen nach oben, für einen Kommentar oder ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Hä?